Hallo und willkommen zu einem neuen Video. Heute habe ich vor, ein kleines Grabgesteck inklusive Grablicht zu erstellen. Ja, und als Aufbau wird mir jetzt gleich dieses Stück Birkenrinde dienen. Ihr könnt natürlich auch eine andere Rinde dafür verwenden. Ich habe jetzt hier Nasssteckschaum, welchen ich auch schon eine Stunde im Wasser habe liegen lassen. Ja, damit er sich halt so richtig schön mit Wasser auch vollsaugen kann. Den halte ich jetzt hier mal an mein Stück Birkenrinde an und guck mal, was muss ich davon jetzt noch abschneiden. Und zum Schneiden verwende ich immer vorzugsweise ein altes Brotmesser. Finde ich immer irgendwie am angenehmsten. Diese kleinen Reste werde ich nicht entsorgen. Packe ich mal eben beiseite. So, mal eben lucky, von der Höhe kann da auch noch etwas weg. Ja, und obwohl der eine Stunde im Wasser lag, könnte glatt noch etwas Wasser da sich hineinsaugen. Aber ist jetzt nicht so schlimm. Ich schneide jetzt sowieso gerade hier die nassere Seite. So, mal eben schauen. Ja, so ist das schon mal so gut soweit. Das kann auch beiseite. Okidoki. Was ich früher schon mal gemacht hatte, ich hatte den Nasssteckschaum mit der Heißklebepistole direkt an so ein Stück Rinde befestigt. Allerdings hatte ich den damals noch nicht gewässert. Ich werde das jetzt heute etwas anders machen. Ich nehme jetzt diese Krampen, befestige die mit der Heißklebepistole auf meiner Rinde und dann kann man das nämlich ganz entspannt da gleich einfach hinaufstecken, also den Nasssteckschaum. Überschüssigen Heißkleber habe ich bereits entfernt und dann kommt nun der Steckschaum auf die Krampen hinauf. Ja. Muss jetzt auch nicht hier zu 100% gerade sein mit dem Steckschaum. Ja, und dann zeige ich euch jetzt mal mein Basisgrün. Das stammt alles aus meinem Garten, bis auf die Hagebutten, die nachher als Deko dienen. Die stammen aus dem Garten eines Freundes. Ich habe hier Wacholder, mit dem müsst ihr etwas vorsichtig arbeiten, der sticht leider. Dann Eibengrün und dann habe ich hier noch von der Winterheide Grün. Also die hält halt den ganzen Winter durch, sage ich jetzt einfach mal. Das sind hier Wedel von einem Japangras und die Winterheide blüht in meinem Fall im Übrigen im Frühjahr. Ich mag die total gerne, weil die so richtig schön knorrig gewachsen ist. Und diese klitzekleine Heide, die war mal so groß, die ist mittlerweile so groß wie hier dieser Arbeitstisch. Okidoki, jetzt brauche ich erstmal meine Schere. Und was hier so nach oben hinweg schießt von meinem Wacholder, nehme ich jetzt mal hier hinunter. Brauche ich erst später. So. Nehme auch das hier weg, dann kann man das nachher nämlich besser in den Steckschaum hineinstecken. Es gibt auch so spezielle Messer, womit man dann so entlang ratschen kann. Jetzt schaue ich mal an, wie lang soll das hier überhaupt hinausschauen. Könnte in meinem Fall noch etwas kürzer werden. Vom Wacholder habe ich jetzt auch so viel in meinem Garten, von daher ist das jetzt egal. Ich kann mir auch zur Not einfach noch etwas nachschneiden. Das gleiche gilt für die Eibe und auch hier für die Heide oder wintergrüne Eibe. Mal eben anhalten. Und dann ganz entspannt gleich in den Steckschaum hineinstecken, wenn ihr euer Grün dementsprechend zurechtgeschnitten habt und halt damit zufrieden seid. Könnt ihr auch einfach mal schräg anschneiden, dann geht es sogar noch besser. Und ich stecke das jetzt nicht so, ich sag mal, ja, wie soll ich das jetzt sagen, zu 100% so gerade in den Steckschaum. Ich mache das leicht schräg hier im unteren Bereich. Wacholder. So, zack. Dann kommt mal etwas Eibengrün hinzu. Im unteren Bereich nehme ich auch die Blättchen weg. Auch bei der, jetzt wollte ich schon Besenheide sagen. Wenn jetzt hier noch grün dran sein sollte, das entferne ich auch, weil dann kann man das besser in den Steckschaum hineinstecken. Und das wird jetzt so gemischt hier erst einmal im unteren Bereich des Steckschaums hineingesteckt werden. Ich finde das schöner, wenn das so etwas kreuz und quer ist, als wenn das, ja, als wenn jetzt eine Reihe Wacholder kommen würde, darüber kommt dann Eibe. Habe ich auch schon gemacht. Aber irgendwann wird man ja auch mit dem Stecken der Kränze, hätte ich jetzt schon fast gesagt, mit dem Stecken der Grabgestecke besser. Und das wollte ich euch jetzt noch erzählen. Ich mache die Grabgestecke auch alle mittlerweile immer selber, weil ich das einfach schöner finde. Ist dann irgendwo persönlicher. Ist zumindest meine Meinung. Man kann die natürlich auch fertig kaufen. Da gibt es ja auch ganz, ganz tolle Sachen. Aber ja, meine Freundin ist es mir jetzt wert, dass sie ein individuelles bekommt. Und ja, ich beschäftige mich auch immer damit, was für Farben mochten die Verstorbenen. Ich denke, ich werde dieses Jahr ja, so 3 Grabgestecke erstellen, vielleicht auch 4. Ich warte auch noch auf Tannengrün.
Aber das ist jetzt auch ein sehr, sehr günstiges Grabgesteck. Das Einzige, was man halt kaufen muss, den Steckschaum, Krampen, gut, eine Heißklebepistole muss man haben, das Grablicht natürlich. Aber ansonsten, also das ist wirklich, wenn man es so sieht, ein super günstiges Grabgesteck. Und dann halt auch individuell. Hier im unteren Bereich bin ich jetzt fertig mit meinem Grün und die nächste Reihe wird jetzt mit Japangras und mit der Heide eingearbeitet werden. Muss ich mir allerdings auch noch etwas einkürzen, mein Japangras und wahrscheinlich auch die Heide. Und ich wollte euch noch etwas erzählen zu dem Thema Eibe. Die Eibe ist leider giftig. Ich hatte vor dem Einarbeiten meine Hände überprüft, ob hier irgendwelche offenen Wunden vorhanden sind. Ist jetzt bei mir zum Glück nicht der Fall. Aber sonst im Zweifel einfach mal Handschuhe tragen, wenn ihr auch Eibengrün einarbeiten solltet. Immer halt hier noch etwas schräg hineinarbeiten, also euer Grün. Aber das hier, das passt mir jetzt noch nicht so zu 100%. Muss man eben schauen, die müssen wir wirklich etwas kleiner friemeln. Auch so Kahlstellen, die können da jetzt in meinem Fall ruhig dranbleiben. Ist aber immer noch zu lang. Die Waldfee, die ist richtig gut gewachsen, die Heide. Ich hätte jetzt schon fast Eibe gesagt. Ja, und das mache ich jetzt, wie gesagt, habe ich das überhaupt schon gesagt, ein Stückchen höher als das vorherige Grün und lasse es halt noch etwas schräg hinausschauen. Ich wiederhole mich gerade relativ oft, aber ich gehe jetzt mal eine Weile auf Zeitraffer. So viel kann ich jetzt dazu nicht mehr erzählen, außer dass nach oben hin das Grün auch jetzt immer etwas kürzer eingearbeitet werden wird als das vorherige Grün. Wenn ihr jetzt stellenweise hier noch zu wenig Grün haben solltet, ist überhaupt nicht schlimm, könnt ihr im Nachhinein auch noch in den Steckschaum hineinstecken. So, jetzt muss ja auch noch der obere Bereich bedeckt werden. Ich werde jetzt auch schon mal meine Kerze platzieren, nicht, dass ich das nachher noch vergesse, die mit einzuarbeiten. Das Grün wird jetzt hier oben hineingesteckt. Es darf ruhig etwas plüschig sein, beziehungsweise auch so etwas nach oben hin abstehen. Oder ich stelle es mal etwas anders hin, damit ihr es besser sehen könnt. Ist jetzt zwar für mich persönlich etwas ungünstig zum Einarbeiten, aber ihr sollt ja auch sehen, was ich hier mache. Da nehme ich jetzt auch vorzugsweise erstmal den Wacholder, weil der halt so schön dicht ist, im Gegensatz zu meiner Eibe. Hier haben wir jetzt auch ein schönes Exemplar Wacholder. Etwas noch zu lang. So. Ist jetzt hier so ein bisschen puzzeln, damit man das hier auch alles nachher schön versteckt hat. Zack, auch hier hinein. Ich glaube, das sieht nachher ganz süß aus. Und ja, den Steckschaum hier oben halt so lange bedecken, bis ihr halt nichts mehr davon sehen könnt. Auch die Eibe etwas schräg hier hineinstecken. Und keine Panik, wenn das jetzt so absteht, das wird nachher noch dekoriert werden. Dann geht es sowieso wieder nach unten hinweg. Etwas Besenheide, Winterheide. Einfach so, ja, nach Gefühl arbeiten, wie ihr das halt leiden mögt. Ich war jetzt gerade noch bei mir im Garten und habe mir etwas Nachschub an Japangras geholt. So, was ich euch noch erzählen wollte. Hier direkt bei der Kerze arbeite ich jetzt nur noch das kürzeste Grün vom Wacholder ein. Und den würde ich da vorzugsweise dann halt verwenden. Ich weiß, ich wiederhole mich, aber der ist halt so richtig schön dicht. Ich mag den voll gerne, den Wacholder. Kann ruhig auch so kurz sein. Stellenweise wird es sogar senkrecht hineingesteckt werden. Okidoki. Dann noch etwas Japangras. Boah, ich bin gerade so durch den Garten gerannt. Ich bin etwas außer Atem gerade. Ich finde dieses Japangras so toll. Das steht jetzt zwar schon ein paar Jahre, ne, aber letztes Jahr hatte das so wenig Wedel oder Halme. Da habe ich dann gar nichts abschneiden können. Das sieht echt cool aus. Ja, und jetzt könnt ihr euch allmählich mal Gedanken machen, wie ihr das gerne weiter dekorieren möchtet. Ich habe mir jetzt so meine Gedanken gemacht, wie ich mein Gesteck weiter dekorieren möchte. Ja, und im nächsten Schritt werden Fetthenne und Hagebutten eingearbeitet werden. Bei den Hagebutten müsst ihr etwas aufpassen. Hier sind so kleine Dornen dran
Und ich würde auf jeden Fall bei den Hagebutten immer die Blätter entfernen, weil meiner Meinung nach trocknen die etwas unschön ein. Und bei den Hagebutten nehme ich jetzt hier einfach mit meiner Schere mal die Dornen ab. Da gibt es aber auch die speziellen Messer für, womit man dann hier so entlang schrabben kann. Und bei der Fetthenne nehme ich die Blätter dann auch ab. Könnt ihr auch dran lassen, ne? Bleibt jetzt jedem selbst überlassen. Muss ich jetzt auch alles wieder erst zurechtschneiden. Ja, und ich kann es ja jetzt schon sagen, im letzten Schritt kommt die Heißklebepistole hinzu. Und dann halte ich das hier mal an. Wo will ich das jetzt überhaupt hinhaben, mein Grün? Könnt ihr auch erst oben anfangen oder unten. Hauptsache, ihr habt hier überall auch etwas von den Hagebutten und der Fetthenne mit drin eingearbeitet. Hier vorne werde ich noch eine Bauernhortensie in den Steckschaum hineinstecken. Ja, und dann hatte ich auch darüber nachgedacht, noch diese größeren Zapfen mit einzuarbeiten. Aber ich habe mich jetzt gegen diese Zapfen entschieden. Das sind, wie heißt es, Fichtenzapfen oder Zapfen einer Fichte. So, liebe Bauernhortensie, wärst du so nett? Zack, sie ist drinne. Nee, ich werde jetzt nur noch diesen einzelnen Lotuskolben mit der Heißklebepistole befestigen. Und das hier sind Zapfen einer Schwarzkiefer. Die stammen auch teilweise noch aus dem letzten Jahr. Hier könnt ihr sehen, da ist noch Heißkleber dran. Das wird nicht einfach bei mir entsorgt werden, sondern dann ja so lange aufgehoben werden, beziehungsweise erst baue ich es ab und hebe die Sachen dann halt so lange auf, bis sie irgendwann auseinanderfallen. Also ich kaufe das hier nicht ständig neu. Auch die Lotuskolben, die hatte ich auch schon mal verwendet. Ich weiß gar nicht mehr, wahrscheinlich auch für ein Allerheiligen-Gesteck. Heißkleber. Stecken wir hier easy peasy hinein. Moment anhalten, bis ihr halt merkt, das ist fest geworden. Ja, ich hatte halt überlegt, die so irgendwie da hinein zu machen oder so liegend. Aber nee, ich lasse das jetzt weg. Besser hier diese kleinen Zapfen der Schwarzkiefer. Ich nehme da das Grün so etwas auseinander und dann hineinarbeiten mit der Heißklebepistole. Mein Grabgesteck habe ich jetzt soweit fertig. Ja, und das Schöne ist ja auch, wenn das Grablicht im Laufe der Zeit mal abgebrannt ist, ja, könnt ihr das einfach ganz entspannt hinausnehmen und durch ein neues Grablicht ersetzen. Alle benötigten Materialien für dieses Grabgesteck findet ihr auch wie üblich in der Videobeschreibung. Ja, und ansonsten werde ich mich jetzt auch mal an dieser Stelle bei euch verabschieden. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Macht's gut, eure Pink Peach. Bye!